Es war eine heiße Märzenzeit, trotz Regen, Schnee und alledem. Nun aber da es Blüten schneit, nun ist es kalt, trotz alledem. Trotz alledem und alledem, trotz Wien, Berlin und alledem. Ein schnöder, scharfer Winterwind durchfröstelt uns trotz alledem. Die Waffen, die der Sieg uns gab, der Sieg des Rechts trotz alledem, die nimmt man sacht uns wieder ab, samt Kraut und Blut und alledem. Ja, hallo zusammen zu noch einem Video, was ich heute drehe. Ihr seht an den ähnlichen Klamotten. Ich versuche einfach heute mal eine Menge miteinander zu erschlagen. Es wird natürlich dann länger brauchen, bis die raus sind, weil ich vor allen Dingen bei einigen davon natürlich noch Untertitel einbauen werde. Dementsprechend zieht sich das Ganze auseinander für euch. Für mich ist das jetzt einfach ein Rutsch. Einfach weil ich jetzt auch mal hinterherkommen möchte. Jetzt teste ich für euch von der Firma Vapefinder eine Liquid-Serie, die sich Bear Flavors nennt. Sind insgesamt 5 Stück, die halt beerig genannt sind und beerig im Geschmack sind. Das ist sozusagen der Witz dabei. Ja, also so fruchtige Beerennoten sind da drin und das Ganze ist halt nach Zotteltieren benannt. Ja, wobei der Witz natürlich im Deutschen noch viel besser passen würde. Ja, Berries als Beeren und halt die Beeren, also Bear, in Deutschland Bär, das geht sozusagen phonetisch noch viel besser zusammen, aber auch im Englischen passt es natürlich ein bisschen. Ich habe die mir ausgewählt, auch weil es sie in Deutschland, so meine Google-Recherche, nicht wirklich zu kaufen gibt bisher. Und sie auch so ein bisschen mal was anderes sind als das, was wir vordringlich am Markt haben. Wie gesagt, es sind 5 Stück. Die habe ich auch alle hier. Und die werde ich jetzt einfach mal durchprobieren. Beginnen werde ich mit dem sogenannten Sun Bear. Das riecht vor allen Dingen erstmal etwas säuerlich. Säuerlich, fruchtig. Ich tröpfe jetzt wieder in meinen Typhoon GS2, der im Augenblick auf der Pico Mega steckt. Also für 16650er läuft auf 40 Watt. Und dann wollen wir mal gucken. Schmeckt wie so eine Fruchtbrause, inklusive auch einem entsprechenden Kehlengefühl. Ja, es prickelt fast ein wenig. Man merkt, das ist vor allen Dingen so eine Art Cooler, der da mitschwingt, aber halt mehr als das ist. Es ist wirklich so ein bisschen, prickelt so ein bisschen im Mund- und Rachenraum. Der Cooler ist überhaupt nicht aufdringlich, sondern wirklich nur in Nuancen vorhanden. Man merkt ein bisschen hier auf der Lippe auch. Ja, hat da so einen leichten Kühler-Effekt und dann auch halt in dem Hals. Eigentlich tritt der erst so richtig zutage, wenn man gedampft hat. Ja, der Dampf weg ist. Jetzt, ja, als hätte man gerade so ein Hustenbonbon, ein intensives gelutscht oder so. Hier schön alles kühl. Also es stört überhaupt nicht in den Fruchtnoten drin. Die hat man erstmal schön für sich alleine. Und dann erst so beim Wegatmen bleibt so ein Gefühl im Rachen zurück.
Also im Gegenteil, der Dampf ist, zumindest jetzt hier aus dem Verdampfer, sogar relativ warm. Ja, jetzt erst so, ja, jetzt kommt dieses Cooler langsam durch. Also gerade für Leute, die diesen heftigen Cooler-Punch beim Dampfen nicht mögen, aber trotzdem gerne so ein Kälteempfinden haben wollen, wäre das wahrscheinlich die Neuentdeckung des geschnittenen Brots. Gut, kommen wir zum nächsten. Die alte Watte heraus. Ja, also der Vapefinder stand, war auf der Messe relativ versteckt. Fast schon mitten im Shisha-Gebiet, dass ich den überhaupt gesehen habe, war ein bisschen Glück. Ja, also es war nicht schwer, wirklich schwer, sie zu finden. Aber ich sag mal, wer gedacht hat, ach, ab hier gibt es eh nur noch Shisha, die interessieren mich nicht, ich bleib in meiner Dampferecke, der wird sie verpasst haben. Ja, und habe auch nochmal extra jetzt auf Google geguckt, vorher nochmal. Leider bisher kein Reseller in Deutschland. Und noch keine deutsche Review. Alles eher englischsprachig. Ich finde diese Sachen halt da interessant, dass sie halt ein bisschen hervorragen aus dem normalen Einheitsbrei. Gut, als nächstes kommt Grizzly. Bisschen unglücklich gewählt mit der rötlichen Schrift auf dem rosa-rötlichen Etikett, dass man das Grizzly ein bisschen schwer lesen kann. Aber ich hoffe, das ging gerade so. Fruchtig, ein bisschen würzig. Mehr rieche ich da jetzt gerade nicht. Eben schnell die Watte ein bisschen tränken. Die Leute vom Vapefinder, ich spreche das übrigens so komisch aus, weil wir das hoffentlich auf der Visitenkarte und auch jetzt im Titel gesehen habt, schreiben sich diese Firma ohne das letzte E. Aber auf jeden Fall diese Firma Vapefinder heißt vermutlich so, weil sie primär eine App anbieten, mit der man irgendwelche Dampferläden finden kann. Auch als App halt fürs Telefon und so ein Krempel. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert, wie die App funktioniert, wie weit Deutschland abgedeckt ist, wie weit überhaupt alles abgedeckt ist, ob die, sag ich mal, eher ihre eigenen Sachen da finden. Auf jeden Fall steht da drunter The Ultimate Social Media Experience. Könnt ihr ja mal ausprobieren. Ja, kann man wohl irgendwie verschiedene Posts auf Social Media Plattformen und so weiter dort zusammenführen und teilen wieder und muss man sich mal angucken. Da kann man wohl auch irgendwie so auf anderen Seiten Social Media einbinden und keine Ahnung. Ich habe mich damit jetzt nicht so sehr beschäftigt. Mich interessiert das Liquid mehr, muss ich ehrlich gestehen. Wir können ja mal gucken, wenn es euch interessiert. Und ja, unten in den Kommentaren einen Kommentar dazu dalassen, wie dieses Ganze funktioniert und was ihr davon haltet. Könnt ihr mal reviewen. Gut. Also, wir haben den Grizzly geladen. Die Welt brauche ich gar nicht. So.
wir machen das so. Gut. Schmeckt so ein bisschen wie eine Zimtschnecke. Ja, wir haben Teig, wir haben Zimt und wir haben so Richtung Himbeere, Brombeere, also etwas süßlichere Beeren. Die Zimtnote ist überhaupt nicht scharf, ja, sondern eher sehr süßlich. Beeren könnten für mein Empfinden noch ein bisschen saurer sein, dass sie ein bisschen mehr hervorstechen. So muss man sie ein bisschen suchen. Aber halt an sich wieder eine runde Sache, kann man sagen. Auf jeden Fall tun die Beeren dieser Zimtschnecken-Geschichte, weil Zimtschnecke haben wir ja sehr viel, ne? Cinnamon Roll und wie sie alle heißen, sehr gut. Ja, das hilft sehr, dann nochmal so ein Geschmackserlebnis beizubringen, dass auch die daneben liegenden Aromen, sprich Gebäck und Zimt, nochmal schön mit betont. Also würde ich jedem, der halt diese, sag ich mal, Zimtgebäck-Sachen gerne dampft, dem würde ich das halt auch gerne mal zum Probieren reichen. Wer mit Zimtgeschmack auf Kriegsfuß steht, dem dürfte der Zimtgeschmack hier dann auch wieder schon zu intensiv sein. Obwohl er halt wirklich nicht brachial ist. Ja, also da habe ich schon ganz andere Sachen gesehen. Von dann schon, ein bisschen erschlagen wurde vom Zimt. Gut, nächster Kandidat. Ist dann der Panda-Bär. Ja, vom Grizzlybär ein bisschen schwierig zu unterscheiden. Also da hätte sicherlich das Farbspektrum noch ein paar weitere Nuancen hergegeben, aber gut. Also das Panda-Bär ist ein bisschen oranger im Lila. Gut, ist deren Angelegenheit. Hätte man den Grizzly vielleicht eher schwarz oder grau machen können oder braun oder sowas. Da gibt es ja sicherlich Möglichkeiten, aber gut, sie haben sich so entschieden. Custard. Custard und Beeren. Ganz deutlich. Mit Gebäck? Fragezeichen. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Da kann man das schon sehr deutlich riechen, was einen da erwarten könnte. Bin gespannt, ob das sich auch im Dampfen jetzt so klarstellt. Das war ja bei den anderen bisher, dass man, sag ich mal, eher weniger differenziert gerochen hat. Dafür aber man es im Geschmack sehr schön differenzieren konnte. Wir werden sehen, wie sich das jetzt dampfen lässt. Hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen. Dryhead kann ich jetzt echt nicht gebrauchen. Vor allem, weil meine Zunge jetzt von dem ganzen Video drehen und dampfen, das auch ein bisschen trocken ist. Da sind dann die Dryheads nochmal doppelt so intensiv. Also, Panda-Bär. Ja, jetzt muss ich wieder gucken, dass ich TPD-konform rede. Süßliche Custardcreme. Schön so sahnig, süß. Und dann wie so mit so herben Beeren belegt. Also eher so Richtung
Blaubeeren, sowas. Also diese so überhaupt nicht so sehr viel sehr, sehr herbe Fruchtnoten drin und das Ganze umspielt von einer Keksnote. Ich bin begeistert. Mm. 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 Ich sag mal so, wenn mir jetzt eine Flasche Lemon Tart daneben stellen würde, würde ich wahrscheinlich eher zu dem greifen. Es hat halt auch diese sahnige Süße von dem Lemon Tart, aber diese Beerennote dabei passt noch viel besser dazu für mich als diese Zitronennote, die bei diesen Lemon Tarts dabei ist. Ähm, ja, man hat ein größeres Geschmacksspektrum bei der ganzen Geschichte. Süß und herb nebeneinander und umeinander gespielt, wunderbar. Und sozusagen wie so eine Grundnote drunter, dieser Keksgeschmack. Richtig gut. Puh. Dabei auch gar nicht so aufdringlich süß, sondern wirklich schön rund, lecker. Mann, Panda-Bären sind so knuffig. Und das Liquid passt wunderbar dazu. Wow. Seit langem wieder so ein richtiges Highlight. Richtig gut. Also da Props dafür. Das würde ich sogar noch mehr hypen als 80% der Lemon Tarts, die da so unterwegs sind. Richtig, richtig, richtig leckere, runde Sache. Gut, kommen wir zum Koala. Ja, grau-blaue Flasche. Da erwarte ich natürlich jetzt Menthol. Ja, Koala, klar. Riechen tue ich aber nichts. Das riecht eher nach Zitrone. Und das hatte ich mir extra ans Ende gestellt, weil gesagt, oder relativ zum Ende, weil ich da eher jetzt Menthol erwartet habe. Zusammen mit einem anderen, wo wahrscheinlich auch Menthol drin ist. Aber wie gesagt, es riecht überhaupt nicht nach Menthol, nicht mehr nach Minze. Jutti. Dann gucken wir mal, was der Koala so kann. Nicht eine Spur von Menthol. Schmeckt wirklich so nach einem süßlichen Zitronenbonbon, sowas in der Richtung. Ja, man kennt diese dreieckigen Zitronenbonbons. So in die Richtung mit einem fast nicht wahrnehmbaren Hauch von Cola. Das ist alles. Süßlich, säuerlich, finito. Und das ohne Spitzen, ohne Höhe, einfach durchgehend.
Vielleicht kann man jetzt meckern, dass das vielleicht etwas langweilig ist, aber es ist wahrscheinlich genau das Richtige, um damit so den Tag zu verbringen. Ne? Ein unaufgeregter, konstant aromatischer Dampf, der halt ein bisschen zitronig, ein bisschen pleasant, würde ich ihn vielleicht im Englischen beschreiben. Wahrscheinlich steht es dann auch hier unten in den Untertiteln schon. Entschuldigt, viel gedampft, wenig getrunken. Wenn ich jetzt gleich den letzten Beeren probiert habe, dann mache ich auch erstmal Pause und trinke was, damit mal wieder mein Rachen ein bisschen feucht wird. Also gerade dieses Reden, Dampfen, Reden geht irgendwann ein bisschen auf den Rachen. Dabei haben die Liquids, die ich jetzt hier habe, gerade mal 3 Milligramm. Das ist so typischer Neuzeitstärke. Aber wir haben einfach von dem ganzen Dampfen mittlerweile einen trockenen Mund. Was ich noch zu den Liquids sagen kann, PG-VG-Verhältnis ist 20-80, ja, und 20 PG, 80 VG. Also auch für die Leute, die vielleicht PG ein bisschen problematisch sehen, weil sie es persönlich vielleicht nicht so gut vertragen, wahrscheinlich auch für die meisten dann dampfbar. Gut, dann riechen wir mal am Polarbären. Ich zeige euch kurz in die Kamera. So ein dunkleres Blau mit hellerem Blau dabei. Beeren und vielleicht haben wir hier jetzt das Menthol drin. Also habe auf jeden Fall so eine würzig-minzige Note, allerdings bei weitem halt nicht so heftig, wie man es manchmal befürchten möchte. Ja, also ich hoffe mal, wenn meine Einschätzung aus dem Geruchstest mich jetzt nicht trügt, dann wird es mir jetzt nicht den Draht aus der Mütze hauen, sondern wahrscheinlich eher die Beeren im Vordergrund sein und dann mit so etwas Menthol abgeschmeckt oder mit Minze. So, schön einfeuchten. Gut, also, dann gucken wir mal, was der Polarbär kann. Es ist Beere mit Mentholnote, allerdings wage ich ein bisschen zu bezweifeln, dass das Kristallmenthol ist. Es fehlt ihm eindeutig an dieser Kristallmenthol-Schärfe. Er ist tatsächlich schön ausgewogen dosiert, dass er die Beeren nicht erschlägt, sondern eher ihnen einen schönen Teppich bereitet, auf dem sie liegen können. Die Beerennote ist eher süß, ja, also aber Richtung Himbeer, Brombeer, Erdbeer, so, wobei Erdbeeren sind keine Beeren, aber ne, man kennt das ja, werden einem meistens als Beeren verkauft. Ja, sehr schön abgerundet. Ich habe nur gerade Zweifel daran, dass das Menthol wirklich Kristallmenthol ist und dann
vielleicht ein Mentholersatz. Ja, kein wirklicher Cooler. Wir haben eine leichte Schärfe drin, aber bei weitem nicht so ausgeprägt, wie es bei zum Beispiel Kristallmenthol dabei wäre. Also schmeckt halt eher wie das, was so Lebensmittelaromenhersteller wie Flavor Art oder so einem als Menthol hinstellen. Es passt wahrscheinlich besser zur Abrundung des Ganzen. Ich tropfe nochmal nach. Macht sich auf jeden Fall sehr schick. Ja, also viel Fruchtmenthol, da erschlägt das Menthol ja alles, aber hier ist es schön ausgewogen. Nicht zu dezent, man merkt es durchaus, aber es ist, denke ich, auch farblich, also wie farblich, wie geschmacklich, relativ nah am Koala. Ja, weil halt eher so ein süßliches, fruchtiges, kühles kommt. Allerdings, wie gesagt, hier bei dem Polar, da ist halt so eine minzige Spur mit bei und halt wirklich Beeren und nicht Zitrus. So versuche ich es euch tatsächlich zu beschreiben. Ja, vermutlich wollt ihr mal so eine Art Hitlist haben, was ich am besten finde. Das ist ein bisschen schwierig, muss ich ehrlich gestehen. Auf erhöhtem Niveau nach hinten stelle ich die beiden Polar und Koala. Einfach, weil sie schön gemacht sind an sich, aber sie mir bekannt vorkommt. Ne? Das ist Zitrus und Menthol und tralala. Hatte ich schon mal. Aber sie sind nicht schlecht. Auf gar keinen Fall will ich das hier irgendwie behaupten. Dann wird es wirklich jetzt schwierig. Würde ich einfach mal auch so auf eine Ebene stellen als solide und lecker. Und auch vielleicht interessant, das Grizzly und das Sun. Beim Sun ist vielleicht geschmacklich nicht so viel los, aber dieses Prickeln im Hals und dieser schön abgestimmte Cooler macht das Ganze zu einem sehr feinen Sache. Das Grizzly ist eine schöne Idee, ja, auf dem Hintergrund der dieser Zimtgebäck-Sachen. Das passt sehr gut mit den Beeren, aber der Panda, das ist ein echter Hingucker. Ja, also wer diese ganzen Tarts liebt, wird den Panda lieben. Bin ich überzeugt von. Absolut. Preis, wie gesagt, ihr müsst aus England kaufen, aber ich sag mal, ich hoffe, es findet sich jemand, der das Ganze auch mal nach Deutschland bringt. Wären ungefähr 20 Euro für 4 Flaschen. Ja, also könnt ihr euch ausrechnen, 5 Euro die Flasche, solider Preis für ein solides Liquid. Ja, die kommen dann in so Viererpacks. Wäre natürlich sicherlich auch mal interessant, wenn die einfach mal die ganze Serie dann als Fünferpack rausgeben würden, damit man sich so einmal schön durchtesten kann, um dann zu sehen, wo man ja, nochmal zuschlägt. Ne? Da man so in einem Rutsch die ganze Serie durchprobieren kann. Was ich übrigens noch einmal Leuten, die mal was in der Richtung Beeren suchen, wie gesagt, gerade vielleicht gerne die Tarts dampfen, aber jetzt dann doch mal was Neues, den kann ich das sehr ans Herz legen, das mal zu probieren. Gut, wie gesagt, ich kann euch wieder keine Links von dem Hersteller reinpacken, aber ich denke, mit diesem fehlenden findet ihr das auf Google recht flott.
Ja, also ich habe es zumindest recht flott gefunden, nachdem ich das eingegeben habe. Ja, dann bleibt mir nur zu hoffen, dass es wie gesagt, bald auch in Deutschland dieses Liquid gibt. Und bedanke mich bei Vapefinder dafür, dass sie dieses schöne Liquid gemacht haben, das ich hier jetzt testen konnte. Und ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. In diesem Sinne, man sieht sich und ich mache jetzt Pause für heute. Doch sind wir frisch und wohlgemut und sagen nicht trotz alledem in tiefer Brust des Zornes Glut, die hält uns warm trotz alledem. Trotz alledem und alledem, es gilt uns gleich trotz alledem. Wir schütteln uns ein garstiger Wind, doch weiter nichts trotz alledem.